Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir haben für euch neue Belege von Andro. Die haben nämlich eine komplett neue Reihe rausgebracht, die Rasanta C-Reihe. Das ist einmal der C48 und der C53. Seid gespannt auf den Test. An dieser Stelle vielen Dank an das TT-Zentrum Blaschek, die uns es ermöglicht haben, diese Belege zu testen. Wir haben jetzt mal die Fakten von Andro selbst für euch von diesen Belegen. Das C der neuen Reihe steht für Counterspin, also Gegenspin. Die Noppenstruktur dementsprechend auch anders ist. Die haben oben einen Dämpfer noch bei. Zu der neuen Noppenstruktur schreibt Andro selbst auf der Verpackung: effektive Kontrolle des gegnerischen Spins, maximale Ballkontaktzeit und perfekte Performance beim Gegentopspin. C48, 48 steht für die Schwammhärte und bei dem 53er natürlich auch die 53 Grad. Beide Belege sind mit der Energiecell-Schwammstruktur ausgestattet. Der grüne Energiecell-Schwamm erzeugt die höchste Spin-Performance der Rasanta-Belege im Gegensatz zu der Reihe R und der Reihe V. Ich teste beide Belege auf meinem eigenen Holz, damit kann ich den Vergleich zu meinen Belegen ziehen. Und zum anderen werde ich jetzt mal auch speziell darauf achten, ob es wirklich leichter ist, den Spin des Gegners zu kontrollieren, einen Gegenspin zu erzeugen und ob die Ballkontaktzeit auch viel oder deutlich länger ist. 71 Gramm wiegt der. C48, 47 Gramm. Jetzt kommt der C53 in Ultramax. Der wiegt 75 Gramm. Rasanta C53, 50 Gramm. Nun mein Fazit zu beiden Belegen, dem C53 und dem C48. Was hat mir besonders gut gefallen? Bei beiden Belegen hat mir besonders gut gefallen das Topspin-Spiel, sowohl am Tisch, auch aus der Distanz, oder das Gegenziehen. Das war mit beiden Belegen für mich super. Und als nächster Punkt, was mir auch sehr gut gefallen hat,
war die Schnitterzeugung, sowohl im Kurz-Kurz-Spiel oder auch das Schupfen. Bei den Auflegen ist mir auch keiner irgendwie, wenn ich den kurz machen wollte, lang rausgerutscht, trotz der Härte gerade bei beiden Belegen. Was man noch dazu sagen muss, für mich persönlich war jetzt der C53 beim Kurz-Kurz-Spielen und bei den Auflegen etwas angenehmer, weil er den Katapult nicht hat, weil der auch nicht so weich ist wie der 48er. Was hat mir jetzt nicht so gut gefallen mit beiden Belegen? Zuallererst musst du sehr gut spielen können, du musst die Belege beherrschen und viel trainieren. Sobald du falsch stehst, egal ob du den zurückschupfen willst oder flippen willst, der Ball macht, was er will, wenn du es nicht kontrollierst. Wenn du jetzt am Tisch gegenziehen willst, wofür ja geworben wird, musst du das richtige Timing haben. Hast du nicht das richtige Timing, den perfekten Balltreffpunkt mit der richtigen Schlägerhaltung, fliegt der Ball dir katapultartig über den Tisch. Das kannst du am Tisch auch schwierig ausgleichen, weil das Spiel relativ schnell ist. Bist in der Halbdistanz, klappt das mit dem Ausgleichen besser und du kannst damit auch gut punkten. Was mir auch nicht so gefallen hat, was mit der Spielweise der Belege jetzt nichts zu tun hat, ist der Preis. Der Preis liegt bei 64,90 €, so steht es auf der Andro Webseite drauf. Die Frage ist, warum werden die Preise wieder erhoben? Ja, vielleicht weiß es ja einer von euch, vielleicht kennt ja einer die Preispolitik von Andro, könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Meine Schlussworte zu den beiden Belegen. Der C48 kommt für mich gar nicht in Frage, weil ich komme mit dem Katapult nicht zurecht, mit dem Ballabsprung, weder auf der Rückhand noch auf der Vorhand. Der C53 würde in Frage kommen, wenn ich weiterhin so fleißig trainiere, wie ich es ja jetzt mache, 4-mal die Woche, wenn nicht sogar 5-mal die Woche, dann würde ich den kontrolliert bekommen. Aber man muss bedenken, Training ist nochmal was anderes wie Wettkampf und im Wettkampf denke ich eher wiederum, dass ich am Anfang eine negative Bilanz spielen würde. Noch hinzu kommt, warum ich das nicht riskieren möchte, die negative Bilanz, weil mit dem Preis würde ich mir das nicht auf Dauer leisten können bei 4 bis 5 Mal die Woche Training. Da bräuchte ich pro Halbjahr 2 Belege, das wären 120, 130 €. Das ist für mich nicht machbar. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ihr könnt mir mal gern eure Meinung zu den beiden Belegen schreiben, ob ihr sie spielt, ob ihr sie spielen würdet. Das war's dann auch. Bis zum nächsten Video. Adieu.